Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Ja, es ist mal wieder soweit für ein kleines Laos-Update, denn heute ist der 19. Juni und das bedeutet, heute ist der letzte Tag des aktuellen Lockdowns. Und was das bedeutet und was das auch bedeutet für JPs und meine Lebensmittelhilfsinitiative, das erzähle ich euch in diesem Video. Heute ist also der letzte Tag des aktuellen Lockdowns, aber morgen ist der erste Tag des nächsten Lockdowns. Also, Lockdown wurde verlängert um weitere 15 Tage hier in Laos, diesmal bis zum 4. Juli. Dementsprechend sind einige Maßnahmen weiterhin in Kraft und einige Lockerungen gab es aber auch. Und die Maßnahmen, die weiterhin in Kraft sind, die ich persönlich, also für mein persönliches Leben am interessantesten finde, sind einerseits ich lese das einfach mal vor: Gatherings or parties of any kind may not be held at any location. Okay, kann man nachvollziehen, keine Partys, keine Versammlung, wie auch immer, damit nicht viele Leute zusammenkommen, um das Risiko des Spreadings zu reduzieren. Also bin ich grundsätzlich völlig d'accord. Dann ein paar Absätze weiter unten heißt es: Events or activities with under 50 participants may be held in areas that are not red zones, but social distancing and other COVID-19 prevention measures must be strictly enforced. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das super irritierend. Vielleicht interpretiere ich auch einfach zu viel da rein oder ich overthink die ganze Sache, aber wenn es einerseits für mich heißt, Gatherings or Parties dürfen nicht stattfinden, und dann heißt es nur 5 Absätze weiter unten, dass Events und Activities mit unter 50 Leuten stattfinden dürfen, solange es nicht in einer Red Zone ist. Also nahezu das ganze Land ist nicht Red Zone. Also die einzigen Red Zones, die es hier in Laos gibt, sind in der Hauptstadt, in Vientiane. Also, weiß ich nicht. Ich persönlich würde mir da ein bisschen mehr Klarheit wünschen, aber naja, das ist dann so. Dementsprechend gehe ich davon aus, hier in Luang Prabang, alles was jetzt mit Events und Aktivitäten mit bis zu 50 Leuten zu tun hat, das ist in Ordnung, ist ja gut. Also für mich ist das gut, ich weiß, für meine Umwelt, für meine Freunde, für meine Bekannte ist das gut. Es ist natürlich auch für die Businesses drumherum gut, dass sie ein bisschen was veranstalten können, dass sie auch ein bisschen Geld verdienen können. Eine weitere Sache, die für mich interessant ist, und zwar in dem Bereich Measures that have been eased, da heißt es: Shopping malls, retail shops, supermarkets, mini-marts and fresh markets that comply with COVID-19 prevention measures may remain open. Das ist natürlich super, einfach um den alltäglichen Bedarf zu decken, also was Lebensmittel und ja, so den essentiellen Besorgung angeht. Dann heißt es in diesem Zusammenhang aber auch bei den Measures to remain in place, COVID-19 prevention measures such as temperature checks, social distancing, wearing face masks and using hand gel will remain in place for all retail shops, mini-marts and supermarkets, as well as fresh markets and any areas of risk. Ja, das klingt vernünftig, denke ich. Also ich habe das schon seit Wochen eigentlich nirgendwo mehr gesehen. Und das finde ich schon irgendwie traurig. Denn es sind ja wirklich die einfachsten Maßnahmen, wahrscheinlich auch mit die effektivsten Maßnahmen, um den Virus in Schach zu halten. Und ich kann nur ein Beispiel geben, hier der Supermarkt bei mir um die Ecke. Da habe ich ja auch in einem früheren Video mal gezeigt, ich verlinke das hier auch nochmal oben, dass da immer ein Herr am Eingang stand mit einem Thermometer, um die Temperatur zu checken. Er hatte Hand Sanitizer da, den er einem gereicht hat. Jeder im Laden hatte Face Masks auf. Also den Herrn habe ich schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Also, und eine witzige, eigentlich traurige Geschichte, so am Rande. Ich war vor ein paar Wochen mal da und dann hat er die Temperatur bei mir genommen und ich habe schon an seinem Thermometer gesehen, da stand, und er hat das auch versucht so zu verstecken, da stand Battery Low. Aber er hat mir das trotzdem vor die Stirn gehalten und als ich gefragt habe, was denn meine Temperatur ist, dann hat er es versucht so zu verheimlichen. Also
dann lass es gleich. Das ist ein Supermarkt, come on. Das sind jede Menge Batterien, also das ist jetzt auch nicht so ein Big Deal, da mal so eine Batterie auszutauschen. Ja, ist ein bisschen kurios manchmal. Und das sind dann halt Maßnahmen, die ich persönlich gut finde, aber die halt wirklich vielerorts nicht gut umgesetzt werden oder teilweise halt auch nicht mehr stattfinden, zumindest in meiner Umgebung und von dem, was ich so sehe. Hier noch eine Sache, die ich persönlich auch interessant fand, und zwar auch in dem Bereich Measures that have been eased, das ist quasi ganz am Ende der Liste. Tourist sites and food gardens may reopen in provinces without community spread of the virus, but are prohibited from serving alcohol. Ja, gut. Klingt auch grundsätzlich vernünftig für mich, aber jeder, der schon mal in Laos war, der weiß, Alkohol ist überall. Also, wenn jetzt so eine Tourist-Site kein Alkohol verkauft, der Kiosk nebenan, der tut es. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie beurteilen oder verurteilen. It is what it is. Es liegt ja auch nicht in meiner Hand, das irgendwie jetzt zu kontrollieren oder irgendwie irgendwas zu machen. Dafür sind ganz andere zuständig. Aber das sind halt meine Beobachtungen. Und das ist dann schon kurios. Also, da frage ich mich dann manchmal schon, was hier abgeht. Also es ist dann manchmal auch wirklich schwierig für mich, das dann wirklich alles ernst zu nehmen. Ich nehme den Virus und alles ernst, aber die Maßnahmen bzw. die Umsetzung, wie sie hier stattfindet, ist halt, ja, ist dann halt schwer ernst zu nehmen. Und eine letzte Sache, gerade was das Reisen angeht. Da gab es eine Sache, die da hieß, Travel within localities that have not experienced an outbreak may continue as usual. Was genau heißt das? As usual. Und localities that have not experienced an outbreak. In welchem Zeitraum? Also, ihr merkt schon, also die Informationen sind teilweise echt sehr dünn. Also für mich dünn. Vielleicht mache ich mir da auch einfach viel zu viele Gedanken. Was heißt das für mich? Lockdown as usual. Ich bin weiterhin viel zu Hause. Ich arbeite von zu Hause. Mache weiterhin die Wohltätigkeitsarbeit, die Charity Work mit JP. Denn wie einige von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, machen wir jetzt schon seit 6 Wochen so eine Lebensmittelhilfsinitiative, um Menschen in der Community zu helfen, die aufgrund des Lockdowns am Struggeln sind, also finanziell am Struggeln sind und dementsprechend auch kein Einkommen haben, nicht mal genug Einkommen haben, um Lebensmittel zu kaufen. Ja, da bin ich jeden Tag mit zugange. Also Montag bis Mittwoch haben wir da unsere Community Pantry bei JP's Haus. Da verlinke ich auch nochmal das eine oder andere Video. Und das war bisher auch möglich, dank vieler Spenden von überall aus der Welt. Also wir haben in den vergangenen 6 Wochen etwas über 2000 € gesammelt. Das ist einfach sensationell. Das ist auch echt einfach so viel Geld hier. Und die nächste Woche ist damit halt auch noch gedeckt. Wie es danach weitergeht, das muss man dann sehen. Also falls jemand das unterstützen möchte, dann packe ich nochmal unten den Link rein zu meinem PayPal-Account. Die Leute sind sehr dankbar für eure Hilfe, weil die sind teilweise echt wirklich verzweifelt. Haben keine Ahnung, wie sie irgendwie Geld generieren sollen, geschweige denn Lebensmittel kaufen können. Ja, also das geht weiter. Auf jeden Fall nächste Woche und dann die Woche drauf müssen wir halt schauen, ob wir das noch irgendwie stemmen können. Insgeheim hoffe ich eigentlich, dass der Lockdown bald vorbei ist, dass die Menschen wieder ihre Arbeit aufnehmen können, ihr eigenes Geld verdienen können und das ist ja schöner für eigentlich jeden. Also es will ja eigentlich, ich kann mir vorstellen, es gibt kaum jemanden da draußen, der gerne Lebensmittelhilfe empfängt. Ich glaube, jeder will lieber sein eigenes Geld verdienen und für sich selbst sorgen zu können. So sieht's aus, so ist die Lage in Laos und ich denke, das war's dann auch erst einmal. Also dann, passt auf euch auf, macht's gut und bis bald.